Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Was glauben Sie? Wo die Grenzen von Flugzeugen liegen? Sie sind kleiner, als Sie jemals erwarten würden. Schneller, als es die Logik erlaubt. Und kühner als die Luftfahrtgeschichte selbst. Diese Wunderwerke im Taschenformat sprengen die Grenzen der Technik und der Fantasie. Von einem echten Spionageflugzeug, das direkt aus einem Bond-Film stammt, bis hin zu Flugzeugen, die aus Miyazakis Traumlandschaften entsprungen zu sein scheinen. Diese Miniaturflugmaschinen werden Sie in Staunen versetzen. Sind Sie bereit, die kleinen Titanen des Himmels kennenzulernen? Die Hummel 2. Wir stellen die Bumblebee 2 vor, den kleinsten Doppeldecker, der jemals den Himmel erobert hat. Ein Wunderwerk der Technik und die Verkörperung des unerbittlichen Wettbewerbsstrebens eines Mannes. Der von Luftfahrtenthusiast Robert H. Starr ist dieses winzige Kraftpaket nichts weniger als außergewöhnlich. Stellen Sie sich Folgendes vor. Eine Flügelspannweite von nur 1,5 Meter da. Das ist kürzer als ein durchschnittlicher Türrahmen. Mit einer Länge von 8 Fuß 10 Zoll und einer Höhe von nur 3 Fuß 11 Zoll ist Bumblebee 2 praktisch das Baby der Fliegerwelt. Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich in das Cockpit quetschen. Selbst für die mutigsten Piloten ist das ein enges Ding. Der winzige Titan feierte am 2. April 1988 auf dem Marana Air Park in Arizona sein großes Debüt. Aber es ging nicht nur darum, Rekord aufzustellen. Es war der Höhepunkt einer jahrzehntelangen Rivalität. Alles begann mit der Stitz SA-2 Skybaby, einem rekordverdächtigen Kleinstflugzeug, das von Ray und Don Stitz entwickelt wurde. Starr gab nicht auf und war seit Jahren auf der Jagd nach dem Titel. Zunächst mit der Bumblebee Y, dann mit der Bumblebee 2, einem echten Federgewichtschampion mit einem Startgewicht von nur 573 Pfund, inklusive Pilot und Treibstoff. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Nur einen Monat nach ihrem Erstflug nahm die Bumblebee 2 ein tragisches Ende. Sie stürzte ab, wobei Starr schwer verletzt wurde. Obwohl ihre Zeit am Himmel nur kurz war, ist ihr Vermächtnis ungebrochen. Sie hält immer noch den Rekord als kleinstes jemals gebautes Flugzeug mit Besatzung. Ein kleines Wunder mit einer großen Geschichte. Die Columban Cree. Die Columban Cree. Cree ist das kleinste bemannte zweimotorige Flugzeug der Welt und möglicherweise das charmanteste kleine Flugzeug, das Sie je zu Gesicht bekommen werden. Mit einer Länge von 12 Fuß und einer Spannweite von 16 Fuß ist dieses niedliche Exemplar eine echte Taschenrakete. Ideal für alle. Für die Fliegen eher ein skurriles Abenteuer als eine Größenübung sein sollte. Die Cree. Cree wurde in den 1970 Jahren von dem innovativen Michel Columban entworfen und wiegt nur federleichte 72 Pfund. Bei diesem Flugzeug geht es nicht nur um gutes Aussehen, sondern auch um 2 Motoren, die eng an die Mittellinie geschmiegt sind. Es erreicht eine respektable Höchstgeschwindigkeit von 140 Nomine. Wenn Sie also durch die Stadt brausen und Ihre Nachbarn fragen wollen, ob Sie in einen Cartoon geraten sind, ist dies Ihr Fahrzeug. Mit einer Reichweite von 290 Meilen ist er perfekt für einen frechen Tagesausflug oder um vor Ihren Freunden anzugeben, die noch in ihren größeren Flugzeugen festsitzen. Außerdem sorgt das Design dafür, dass Sie auch dann noch anmutig zurück auf den Boden gleiten können, wenn ein Motor ein ungeplantes Nickerchen macht. Der Sonex Onyx. Verabschieden Sie sich von beengten Hangars und begrüßen Sie den Sonex Onyx. Dieses kompakte Flugzeug mit Propellerantrieb ist der Inbegriff von Bequemlichkeit und Spaß auf Skiern. Mit einer Länge von 16 Fuß, einer Spannweite von 20 Fuß und einer Höhe von 7 Fuß ist es so, als hätten Sie Ihren eigenen persönlichen Himmelswagen. Der Preis der Onyx beginnt bei nur 1.675 $, für den Bausatz und geht bis zu 38.000 $, wenn sie komplett montiert ist. Ziemlich günstig für ein Privatflugzeug. Oder? Angetrieben von einem Aerofo-Turbomotor, der 100 PS leistet, erreicht der Onyx eine Reisegeschwindigkeit von 135 Nomine. Mit einem Leergewicht von 600 Pfund und einer Reichweite von 535 Meilen ist er bereit für Wochenendausflüge oder eine Spritztour um den Block. Wenn Sie sich nun fragen, wie es sich im Vergleich zu seinem düsengetriebenen Cousin, dem Subsonex JSX-2T, schlägt, gibt es einige wichtige Unterschiede.
Während es beim Subsonex mit einer Reisegeschwindigkeit von 240 mph und einem schnittigen Design vor allem um den Nervenkitzel eines Turbojets geht, ist der Onyx auf Einfachheit und Zugänglichkeit ausgelegt. Mit seinen klappbaren Flügeln und Kunstflugfähigkeiten ist es Ihre Eintrittskarte zu Flugabenteuern und kann gleichzeitig in einer normalen Garage verstaut werden. Wer braucht schon einen schicken Hangar, wenn man sein Flugzeug zu Hause parken kann? Der BD-5J Microjet. Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, wie ein Geheimagent zu fliegen, könnte der BD-5J Microjet Ihre Eintrittskarte in ein Leben als Spion sein, natürlich ohne Smoking und Martinis. Dieser winzige Jet mit einer Länge von nur 13 Fuß und einer Spannweite von 21 Fuß gilt als das kleinste jemals gebaute düsengetriebene Flugzeug. Es ist wie etwas, das direkt aus einem Spionagefilm stammt. Kein Wunder, dass sie einen denkwürdigen Auftritt in Octopussy hatte. Angetrieben von einem Düsentriebwerk, das geschickt hinter dem Cockpit versteckt ist, erreicht die BD-5J eine Höchstgeschwindigkeit von 232 Metern. Mit einer Reichweite von 935 Meilen und einer 30-Minuten-Reserve können Sie sich in ein spontanes Abenteuer stürzen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihnen der Treibstoff ausgeht. Aber lassen Sie sich nicht von seiner charmanten Größe täuschen. Dieses Mikrowunderwerk ist nichts für schwache Nerven. Der Bau und das Fliegen des BD 5J kann eine ziemliche Herausforderung sein und erfordert hochqualifizierte Piloten, die mit seinen Macken umgehen können. Mit einem Gewicht von nur 38,8 Pfund für die Jet-Variante ist dieses Flugzeug leicht und wendig. Aber es ist auch eine Erinnerung daran, dass mit großer Macht auch große Verantwortung und eine Prise Gefahr einhergehen. Wenn Sie also bereit sind, Ihre innere Zero 7 zu entdecken, könnte die BD-5J Ihr Tor zu aufregenden Eskapaden in der Luft sein. Der CH-7 Compress, Charlie 2. Der CH-7 Compress, Charlie 2 ist ein Hubschrauber, der in der Welt der Luftfahrt für Aufsehen sorgt. Dieser wendige Drehflügler, der vom argentinischen Luftfahrtgenie Augusto Cicare entworfen wurde, ist nicht nur ein hübsches Gesicht, sondern auch ein leistungsstarkes Kraftpaket. Mit einer Reisegeschwindigkeit von etwa 46,4 Metern ist er nicht nur für gemütliche Rundflüge geeignet, sondern kann sie auch schnell an andere Orte bringen. Der Charlie 2 hat eine beeindruckende Steigrate von 305 Metern pro Minute und erreicht damit eine beeindruckende Höhe von 4.785 Metern. Ganz gleich, ob Sie den Wolken hinterherjagen oder einfach nur einem lästigen Regenschauer entkommen wollen. Mit diesem Hubschrauber sind Sie bestens gerüstet und machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihnen mitten im Abenteuer der Treibstoff ausgeht. Mit einer einzigen Tankfüllung kann er bis zu 3 Stunden in der Luft bleiben. Das ist genug Zeit für einen kurzen Ausflug oder sogar für ein bisschen Sightseeing aus der Luft. Was den Charlie 2 wirklich auszeichnet, ist seine Vielseitigkeit. Sie wird in der Luftfahrtgemeinde für ihre Zuverlässigkeit und einfache Handhabung geschätzt, was sie sowohl bei erfahrenen Piloten als auch bei Fluganfängern beliebt macht. Egal, ob sie ihn für eine kleine Runde um den Block oder für ernsthafte Missionen nutzen. Der CH-7 Compress Charlie 2 ist für einen reibungslosen Flug ausgelegt. Der Openski M02J. Haben Sie schon einmal davon geträumt, wie die Figuren in Nasukai, dem Tal der Winde, durch die Lüfte zu schweben? Der Openski M2J ist mit seinem von Hayao Miyazakis skurriler Welt inspirierten Segelflugzeugdesign ein echter Hingucker. Dies ist nicht nur eine Hommage, sondern ein Flugerlebnis, das den Geist des Abenteuers in sich trägt. Mit einem Gewicht von etwa 265 Pfund ist der M2J für seine Klasse federleicht. Mit einer Spannweite von etwa 39 Fuß ermöglicht er anmutige Gleitmomente. Der Pilot schwebt darunter wie ein Drachenflieger und genießt die Freiheit der freien Luft. Ausgestattet mit Air-Ons und einem Turbojet-Triebwerk, das satte 176 Pfund Schub liefert, kann diese Schönheit eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 50 mm erreichen. Der M2J verfügt außerdem über ein zuverlässiges Fahrwerk, das ihn benutzerfreundlicher macht als ein durchschnittliches Segelflugzeug. Er ist eine Anspielung auf die moderne Technik und fängt dennoch die Magie von Miyazakis Kreationen ein. Egal, ob Sie Ihren inneren Nasukai kanalisieren oder einfach nur ein einzigartiges Fluggerät suchen. Der Openski M2J ist bereit, Sie auf ein Abenteuer über den Wolken mitzunehmen. Der Archaeopteryx.
Der Archaeopteryx ist ein in der Schweiz gebauter Hängegleiter, mit dem man sich wieder wie ein Kind fühlt, das von einem Hügel abhebt und in die Luft geht. Mit einem Gewicht von nur 119 Pfund und einer Spannweite von 44,6 Fuß ist dieser Gleiter einer der leichtesten, die es gibt. Er hebt einfach ab und gleitet durch die Luft wie eine Feder im Wind. Diese Schönheit wurde in den malerischen Bergen der Schweiz entwickelt und brauchte einige Jahre, um zu perfektionieren, bevor sie 2017 endlich in die Lüfte aufstieg. Ganz gleich, ob Sie einen gemütlichen Gleitflug bevorzugen oder den Nervenkitzel des besten Weges suchen. Sie können eine solche Maschine für rund $50.000 erwerben, was sie zu einer verlockenden Wahl für diejenigen macht, die ihr Flugspiel verbessern wollen, ohne die Bank zu sprengen. Und glauben Sie mir, es gibt nichts Besseres als das Gefühl, hoch über dem Boden zu schweben, den Wind in den Haaren zu spüren und die Welt unter sich auszubreiten. Wenn du also bereit bist, deine Füße gegen Flügel einzutauschen, könnte der Archaeopteryx dein neuer bester Freund werden. Schnapp dir deine Ausrüstung und mach dich bereit, die Freiheit der Lüfte zu genießen. Der Hubschrauber Micron 115. Lassen Sie die konventionelle Fliegerei hinter sich. Der Hubschrauber Micron 115 ist hier, um die Dinge aufzurütteln, denn er verspricht, dass kein Pilotenschein, keine staatliche Registrierung und kein Lufttüchtigkeitszeugnis erforderlich sind. Dieses kleine Schmuckstück ist für alle gedacht, die sich ohne bürokratischen Aufwand in die Lüfte schwingen wollen. Mit einem Leergewicht von nur 264,6 Pfund hat der Micron 115 ein kompaktes Design, das ihn leicht zu manövrieren macht. Dieser Hubschrauber wurde von einem Team innovativer Köpfe in Russland entwickelt und hat ein elegantes Design, das eher an eine futuristische Drohne als an einen herkömmlichen Hubschrauber erinnert. Es hat eine Reisegeschwindigkeit von etwa 25 Meilen pro Stunde und eine Reichweite, die sie ohne viel Aufhebens ans Ziel bringt. Es geht um den Nervenkitzel des Fliegens in Kombination mit Einfachheit. Die Micron 115 bietet Platz für 2 Personen und ist damit ideal für Wochenendausflüge oder einfache Flüge über das Land. Und mit einem voraussichtlichen Preis von ca. $128.000 ist sie eine verlockende Option für alle, die in die Welt der Privatfliegerei einsteigen wollen, ohne dabei die Bank zu sprengen. Die Micron 115 bereitet sich auf ihr Marktdebüt vor und erregt die Gemüter der Luftfahrtenthusiasten. Bei diesem kleinen Hubschrauber geht es nicht nur ums Fliegen, sondern auch um die Freiheit, nach eigenen Vorstellungen zu fliegen. Also schnall dich an, denn der Himmel wird gleich viel interessanter werden. Der Cirrus G 2 Plus Vision Jet. Der Cirrus G 2 Plus Vision Jet wird oft als eines der kleineren Flugzeuge in der Kategorie der Leichtjets angesehen. Aber er ist vollgepackt mit Merkmalen, die ihn auszeichnen. Mit einer Länge von 27 Fuß und einer Spannweite von 41,6 Fuß ist dieser elegante Jet auf Effizienz ausgelegt, ohne dabei auf Stil zu verzichten. Angetrieben von einem einzigen Williams International FJ 335, ein Turbofan-Triebwerk, erzeugt er eine Schubkraft von 2000 Pfund und erreicht damit eine maximale Reisegeschwindigkeit von etwa 370 Metern. Mit einer Flughöhe von bis zu 28.000 Fuß kann der VisionJet G2 beeindruckende Entfernungen von 1380 nautischen Meilen zurücklegen. So lässt sich der Verkehr bequem umgehen. Der Innenraum bietet Platz für bis zu 5 Passagiere und den Piloten und ist damit gemütlich und geräumig genug für komfortables Reisen. Die großen Fenster lassen viel Licht herein und tragen zur entspannten Atmosphäre bei. Nicht zu vergessen ist das Cirrus Airframe Parachute-System, ein einzigartiges Sicherheitsmerkmal, das in Notfällen lebensrettend sein kann. Mit einem maximalen Startgewicht von 3000 Pfund und einer Treibstoffkapazität von 1700 Pfund bietet der VisionJet G2 ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung und Zweckmäßigkeit. Egal, ob Sie zu einem Geschäftstreffen oder einem Wochenendausflug aufbrechen. Mit diesem leichten Jet wird jeder Flug zum Kinderspiel. Der Pschelka. Lernen Sie die Pschelka kennen. Eine charmante kleine Kreation eines jungen russischen Erfinders, die auf Englisch Buzzy Bee heißt. Ein passender Name für dieses innovative Flugzeug. Die Pschelka wiegt leer nur etwa 154 Pfund und ist ein leichtes Wunderwerk, das bereits während der Highschool-Zeit seines Erfinders Gestalt annahm.
Nach 5 Jahren harter Arbeit und Hingabe ist dieses kompakte Flugzeug entstanden, das die Leidenschaft und den Einfallsreichtum des Erfinders unter Beweis stellt. Mit einer Länge von 4,2 Metern und einer Spannweite von 6,3 Metern verkörpert das schlanke Design von Pchelka eine Mischung aus Kreativität und Technik. Dieses Flugzeug widersetzt sich eindeutig den traditionellen Sparagon Standards, die wir oft mit der Luftfahrt verbinden. Sein geringes Gewicht und seine geringe Größe machen es zu einer aufregenden Option für Enthusiasten, die sich in die Lüfte wagen wollen, ohne das schwerfällige Gefühl größerer Flugzeuge. Darüber hinaus betont das Design von Pchelka die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz und ist damit auch für diejenigen geeignet, die gerade erst in die Welt der Luftfahrt eintauchen. Der innovative Ansatz von Pchelka hat sowohl bei Luftfahrtenthusiasten als auch bei Fachleuten für Gesprächsstoff gesorgt und Bewunderung und Neugierde aus verschiedenen Ecken der Branche hervorgerufen. Ganz gleich, ob Sie ein Fan einzigartiger Flugzeuge sind oder einfach nur neugierig auf die neuesten Innovationen in der Luftfahrt. Das Pchelka bringt sich immer wieder ins Gespräch und erinnert uns daran, dass großartige Ideen von überall herkommen können, sogar aus einem Klassenzimmer einer Highschool. Der Hubschrauber Gen H4. Darf ich vorstellen, der Gen H4-Helikopter. Der kleinste Ein-Mann-Hubschrauber der Welt, der ebenso niedlich wie leistungsfähig ist. Dieses 1999 vorgestellte Mini-Wunder wird von 4 10 PS-Motoren angetrieben. Wenn also einer der Motoren Urlaub macht, sind die anderen zur Stelle, um dich in der Luft zu halten. Das nenne ich Teamwork. Dieser kleine Hubschrauber kann bis zu 190 Pfund heben und eine Höhe von bis zu 10.000 Fuß erreichen. Ganz gleich, ob Sie in Ihrer Nachbarschaft herumschwirren oder Ihre Lieblingsorte aus der Vogelperspektive betrachten wollen. Dieser Hubschrauber hat alles, was Sie brauchen. Und wenn es um Geschwindigkeit geht, erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 55 mph. Perfekt für schnelle Ausflüge. Eine der coolsten Eigenschaften der Gen H4 ist, dass sie für den Bau zu Hause konzipiert ist. Das ist richtig. Schnapp dir deinen Werkzeugkasten und mach dich bereit für ein bisschen Heimwerkerspaß. Mit einer geschätzten Bauzeit von nur 30 bis 40 Stunden können Sie Ihren eigenen Hubschrauber in kürzester Zeit in die Luft bringen. Wenn du also schon immer davon geträumt hast, der Pilot deines eigenen Whirlybirds zu sein, dann ist der Gen H4 deine Chance, diesen Traum zu verwirklichen. Die J6 Fregata. Der J6 ist ein Motorsegler, der dank seines polnischen Erfinders Jacek Janowski besonders sanft durch die Lüfte gleitet. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 147 mph und einer Reisegeschwindigkeit von 115 Meilen pro Stunde nutzt dieses Segelflugzeug dank seiner einziehbaren Abfangjäger seine aerodynamische Effizienz voll aus. Betrachten Sie sie als die Geheimwaffe des Segelflugzeugs, die durch die Luft schneidet wie ein heißes Messer durch Butter. Mit einer beeindruckenden Reichweite von 994 Meilen kann die J6 Sie auf einige ernsthafte Überlandabenteuer mitnehmen, ohne dass Sie ins Schwitzen kommen. Egal, ob Sie durch malerische Landschaften gleiten oder einfach nur den Nervenkitzel des Fliegens genießen. Mit diesem Segelflugzeug bleiben Sie länger und mit Stil in der Luft. Der Subsonics JSX-2T. Wenn es um düsengetriebene Flugzeuge geht, ist der Subsonics JSX-2T so etwas wie der Superheld der Lüfte im Taschenformat. Mit einer Länge von nur 16 Fuß und einer Spannweite von 18 Fuß hat dieser Einsitzer das Flair eines Kampfjets, der genau in Ihren Garten passt. Und was noch viel cooler ist, der Preis liegt unter $140.000. Das ist weniger als bei manchen Luxusautos. Angetrieben von einem Checkmate PBS TJ100 Turbotriebwerk erreicht dieses Mini-Wunderwerk eine aufregende Reisegeschwindigkeit von 240 Nm. Mit einem Gewicht von nur 500 Pfund ist es auch sehr leicht. Was bedeutet, dass Sie 40 Gallonen Treibstoff mitnehmen und mit einer 30-minütigen Reserve bis zu 480 Meilen weit fliegen können. Wer hätte gedacht, dass ein Jet so leicht sein kann? Sein Design ist nicht nur Show. Das breite Heck und das einziehbare Bugrad verleihen ihm ein schlankes Profil und verbessern die Aerodynamik. Außerdem verfügt es über ein festes Hauptfahrwerk für einfache Landungen. Stellen Sie sich vor, es wäre ein Sportwagen in der Luft, schnell, lustig und unglaublich kompakt. Auch wenn er keinen zweiten Passagier aufnehmen kann, verspricht er seinem einsamen Piloten einen aufregenden Flug. Wer braucht schon ein überfülltes Cockpit, wenn man den offenen Himmel mit Stil genießen kann?
Kitty Hawk Flyer. Platz da. Traditionelles Flugzeug. Es ist an der Zeit, den Kitty Hawk Flyer zu begrüßen. Eine futuristische Flugmaschine, die die persönliche Luftfahrt neu definiert. Mit seinem kühnen Design, das direkt aus einem Science-Fiction-Film stammt, sieht der Flyer anders aus als jedes Flugzeug, das Sie je gesehen haben. Anstelle von festen Flügeln verfügt er über mehrere Rotoren, die ein müheloses vertikales Starten und Landen (VTOL) ermöglichen. Das bedeutet, dass Sie über den Verkehr gleiten, rote Ampeln überfliegen, Schlaglöchern ausweichen und eine atemberaubende Aussicht aus der Luft genießen können. Etwas, wovon die meisten Pendler nur träumen können. Der Flyer ist kein komplexes Flugzeug, das nur für professionelle Piloten reserviert ist. Vielmehr wurde er so konzipiert, dass er unglaublich benutzerfreundlich ist und auch Anfängern den Zugang zum Fliegen ermöglicht. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 32 km/h bricht er zwar keine Geschwindigkeitsrekorde, aber er ist perfekt für einen ruhigen, entspannten Flug, bei dem man die Reise einfach genießen kann. Der Kitty Hawk Flyer ist die perfekte Mischung aus klassischem Fliegergeist und modernster Technologie. Er ist nicht nur eine elegante und stilvolle Art zu reisen, sondern auch ein Blick in die Zukunft, in der das Fliegen nicht mehr nur ausgebildeten Piloten vorbehalten ist, sondern zu einem Erlebnis wird, das jeder genießen kann. Also, sind Sie bereit zum Fliegen? Nissus Gyroplane. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 121 km ist der slowakische Nissus Gyroplane ein echter Könner. Er ist einfach zu fliegen und voller Persönlichkeit und beweist, dass Fliegen genauso aufregend sein kann wie Rennen zu fahren. Besonders wenn er einen Lamborghini im Visier hat. Der Nissus ist für das Abenteuer gebaut und hat eine Reichweite von etwa 310 Meilen. Egal, ob Sie über wunderschöne Landschaften sausen oder durch die Lüfte cruisen. Er bietet viel Raum für Entdeckungen. Es geht aber nicht nur um Geschwindigkeit. Das agile Handling des Gyroplane macht das Fliegen zu einem Vergnügen. Dieses kleine Wunderwerk schlug einst einen Lamborghini in einem Rennen. Stellen Sie sich das vor. Ein Gyroplane schlägt einen Supersportwagen. Es ist ein Beweis für seine Fähigkeiten und seinen Spaßfaktor und zeigt, dass man keine 4 Räder braucht, um den Nervenkitzel einer Verfolgungsjagd zu genießen. Mit einem geschätzten Preis von etwa 166.000 $ ist der Nissus Gyroplane eine verlockende Option für alle, die in die Welt der Flugabenteuer eintauchen wollen, ohne ihr Portemonnaie komplett zu leeren. Wenn Sie also sowohl in der Luft als auch am Boden die Blicke auf sich ziehen wollen, könnte dieser Gyroplane Ihr Ticket auf die Überholspur sein. Stitz SA2, a Sky Baby. Die Stitz SA2 a Sky Baby ist ein bemerkenswertes kleines Flugzeug, das sich in der Luftfahrtgeschichte einen Namen gemacht hat. Der 1952 von Ray Stitz und Robert H. Starr gebaut, wurde dieser einmotorige Doppeldecker mit dem Ziel entwickelt, den Titel des kleinsten Flugzeugs der Welt zu gewinnen. Mit einer Länge von nur 9 Fuß und einer Flügelspannweite von 7 Fuß ist es ein fliegendes Spielzeug, das für ernsthafte Aufgaben bereit ist. Das Sky Baby war mit einem herkömmlichen Fahrwerk ausgestattet und konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 220 Metern erreichen. Es war ein wahres Wunderwerk der Technik und hielt eine Zeit lang stolz den Rekord für das kleinste Flugzeug, bis die Bumblebee 2 auftauchte und diesen Titel übernahm. Auch wenn die Bumblebee 2 die Sky Baby in ihrer Größe überflügelt haben mag, schmälert das nicht die beeindruckenden Leistungen der Sky Baby. Nach nur 25 Flugstunden wurde das Sky Baby ausgemustert, doch sein Erbe lebt weiter. Der Dyke Delta JD2. Der Dyke Delta JD2 ist ein einzigartiger Eindecker, der von John Dyke in den USA entworfen wurde und am Himmel wirklich auffällt. Diese Schönheit zeichnet sich durch einen nach vorne gebogenen Flügel und ein rautenförmiges Design aus, was ihr ein unverwechselbares Aussehen verleiht, das sie von den typischen Flugzeugen, die Sie vielleicht sehen, unterscheidet. Noch cooler ist der Verzicht auf das Höhenleitwerk, was bei Flugzeugen eher selten ist und zu seinem faszinierenden Aussehen beiträgt. Die JD2 wird von einem robusten 180 PS Motor angetrieben und kann bequem 4 Passagiere befördern. Ganz gleich, ob Sie einen Tagesausflug oder ein Wochenendabenteuer planen. Dieser Eindecker bietet alles, was Sie brauchen. Er fliegt mit einer Geschwindigkeit von 170 Meilen pro Stunde, sodass Sie Ihr Ziel in kürzester Zeit erreichen werden.
Und mit einer Reichweite von 870 Meilen müssen Sie sich keine Gedanken über häufige Boxenstopps machen, sondern können einfach Ihre Koffer packen und die Fahrt genießen. Aber jetzt kommt der eigentliche Clou. Der JD-2 ist ein seltenes Exemplar. Es gibt nur 50 dieser Flugzeuge und noch weniger sind in der Luft. Wenn Sie also einen Blick auf ein solches Flugzeug erhaschen können, sollten Sie sich glücklich schätzen. Der Jetson 1. Der Jetson 1 ist ein persönliches Fluggerät, das Träume vom Fliegen Wirklichkeit werden lässt. Das vom schwedischen Start-up Jetson entwickelte elektrische Senkrechtstarter und Landegerät revolutioniert die urbane Mobilität. Stellen Sie sich eine Drohne vor, in der Sie tatsächlich sitzen können. Mit seinem schlanken Design und einer Länge von etwa 1,8 Meter und einer Spannweite von 1,8 Meter ist er kompakt genug, um in Ihre Garage zu passen und dennoch leistungsstark genug, um eine Fahrt zu bieten, die sich anfühlt wie eine Szene direkt aus einem futuristischen Film, mit einem Gewicht von nur 190 Pfund. Und ja, das gilt auch für den Hecht. Dieses Privatflugzeug wird von 8 Elektromotoren angetrieben, die eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 63 km/h erreichen. Das Flugzeug verfügt über eine Flugreichweite von 20 Meilen, plus einer Reserve für den Fall der Fälle. Das Flugzeug ist so konzipiert, dass es sich leicht steuern lässt. Die einfache Joystick-Steuerung sorgt dafür, dass sich der Flug durch den Himmel fast intuitiv anfühlt. Der Jetson 1 ist zwar nicht das kleinste Flugzeug der Welt, aber er gibt dem persönlichen Fliegen eine neue Richtung und eröffnet eine Welt, in der das Fliegen nicht nur für erfahrene Piloten zugänglich ist. Die Zukunft des Fliegens ist in vollem Gange. Und wer würde nicht gerne in seinem eigenen Fluggerät durch die Lüfte sausen? Das Copter Pack. Stellen Sie sich vor, ein Rucksack, der nicht nur Ihre Sachen trägt, sondern sie auch in die Lüfte hebt. Lernen Sie Copter Pack kennen, die Erfindung innovativer australischer Ingenieure. Da glauben, dass Pendeln aufregender und weniger frustrierend sein sollte. Dieser futuristische Flugrucksack sieht aus wie aus einem Actionfilm und die freiliegenden Propeller tragen zu seinem Sci-Fi-Appeal bei. Aber lassen Sie sich von seinem kompakten Design nicht täuschen. Mit 90 TCM-Propellern, Doppelrotormotoren und Hochleistungsakkus ist der Copter Pack sowohl für den manuellen als auch für den Autopilot-Modus ausgelegt, sodass Sie die volle Kontrolle übernehmen oder sich zurücklehnen und die Technik die Arbeit machen lassen können. In jedem Fall werden Ihre Nachbarn beeindruckt sein. Das Copter Pack ist aus leichter und dennoch robuster Kohlefaser gefertigt und so konzipiert, dass es den Anforderungen des Flugs gewachsen ist, ohne sie zu beschweren. Diese unglaubliche Erfindung befindet sich zwar noch in der Testphase, verspricht aber, die persönliche Luftfahrt zu revolutionieren und seien wir ehrlich, es wird eine Menge Spaß machen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten den Verkehr umgehen und zur Arbeit fliegen oder lässig zum Brunch schweben. Die Zukunft ist näher, als Sie denken. Wenn Sie eine dieser futuristischen Maschinen fliegen könnten, welche würden Sie wählen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und für weitere atemberaubende Innovationen auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sehen uns im nächsten Video.